Die Champions League erfolgreich überstanden bei United in einem richtigen, ja, klasse Spiel. Richtigen Krimi. Dann zum Schluss haben wir es aber souverän hinbekommen. Jetzt müssen wir in der Liga weiterhin auch unsere Spiele gewinnen. Die Bayern haben schon vorgelegt, haben 6 Punkte, Stand jetzt Vorsprung. Wir können aber auf 3 wieder rankommen. Dadurch, dass ja der SC Paderborn einen überragenden Sieg bei den Bayern letztens geholt hat, sind wir wieder voll drin im Rennen. Müssen aber jetzt natürlich unsere Aufgaben machen. Achtung, erste Chance, Dorosinbi. Wir spielen heute mit einer neuen Innenverteidigung, mit Nagalo, mit Orel Amenda. Ansonsten spielt die beste Elf. Wir haben auch nicht mehr viele Spiele, aber wir müssen das jetzt nutzen. Und wenn die Paderborner dann uns zur Meisterschaft unter anderem geholfen haben, durch diesen Sieg, dann werden sie auf jeden Fall auch irgendwie belohnt. Aber wir müssen uns jetzt hier heute erstmal selber belohnen gegen die Hertha. Was auch nicht ganz so einfach wird, aber wir müssen das machen. Das sind Spiele, die musst du halt einfach gewinnen. Sagt sich immer so leicht, aber es ist so. 75 Tore haben wir schon geschossen. Überleg mal, du wirst mit fast 100 geschossenen Saisontoren, wirst du einfach kein Meister dann am Ende. Im schlimmsten Fall. Aber ich will hier den Teufel nicht an die Wand malen. Wir haben noch so viel Zeit. Wir machen das und Boniface hat die Chance. 12. Minute. Ganz easy, ganz locker. Zur frühen Führung hier. Nach 12 Minuten. Perfekt. Ein langer Ball. Und Boniface setzt sich da durch. Und schießt uns in Führung. Genau so spiele ich hier. Das ist halt seine Stärke, im Zweikampf sich durchzusetzen. Und dann bleibt er meistens eiskalt vorm Tor. Nicht immer, aber immerhin schon 16 Mal in der Bundesliga, in 21 Spielen. Das ist also Mr. Zuverlässig hier bei uns. Und wenn wir uns jetzt dadurch so in den kleinen rausspielen, Dorosimi wird wahrscheinlich gelb geben für Philipp Kostic. Oder, ja doch, gelbe Karte. Das muss aber auch mal sein. In so Spielen auch mal zeigen, dass man da ist in den Zweikämpfen. Dorosinmi war ja auch mal bei der Eintracht auf dem Zettel. Haben ihn dann aber Gott sei Dank nicht geholt. Hatte noch irgendwie Wehen oder Wehwehchen vom Kreuzbandriss. Und dann kam ja Sascha Kalajdzic. Der hat sich dann leider auch einen Kreuzbandriss geholt. Also es lief nicht so ganz mit den Neuzugängen im Winter. Außer Hugo Ekitike. Der das bislang eigentlich ganz gut gemacht hat. Aber Achtung. Hertha kommt schon wieder. Santana über die Außen. Wieder Dorosinmi, Dardai und wir sind da. Sehr, sehr gut. Und der nächste Moment und die nächste Chance umzuschalten. Und wieder Boniface. Das ist ja hier einfach. Boniface, das muss das zweite sein. Und doch da bleibt er eiskalt. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Zweimal gekontert. Nachdem die Hertha vorne das Ding versemmelt hat oder verloren hat. 2-0. Und auch Vorlage von Glover das zweite Mal. Ich weiß gar nicht, wer bei dem 1:0 die Vorlage gegeben hat. Auf jeden Fall war es hier. Boniface hat sogar Zeit, sich den Ball nochmal hochzuschnicksen. Und dann vorbei ins Tor. Sein Doppelpack. Hat ja auch schon beim letzten Auswärtsspiel in Bochum. Dann in der zweiten Halbzeit 3-mal getroffen. Also der ist momentan unsere Lebensversicherung. Der sorgt dafür, dass wir noch drin sind hier im Meisterschaftsrennen. Und natürlich viele andere auch. Also nur um ihn mal jetzt rauszuheben. Das ist wirklich Wahnsinn. Boniface, klasse. Ach, schade, schade, schade. Richtig gut gespielt. Und genau so müssen wir jetzt weitermachen. Im Flow und auch die nächsten Spiele. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir müssen jedes Spiel jetzt gewinnen. Weil dass die Bayern nochmal straucheln, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr gering. Vielleicht nochmal gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Dortmund oder vielleicht nochmal gegen einen kleineren Verein. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und alles Weitere liegt nicht in unserer Hand. Nächste Chance, Fratesi. Sehr, sehr schön. Sehr wachsam. Fängt immer wieder viele Bälle ab. Und dann lassen wir die Hertha jetzt ein bisschen laufen. Schön Ball hin und her spielen. Ganz nach außen geht's nicht. Da stellen sie gut zu. Aber vielleicht so. Mamouche, richtiger Laufweg. Schade. Nicht ganz 100% der Laufweg, den ich haben wollte. Aber trotzdem hier weiter drauf bleiben. Ich wollte eigentlich auch auf 4-3-2-1 mal umstellen.
Das ist eine Formation oder die Formation, die uns ja auch sehr geholfen hat. Mit der man auch richtig gut zurechtkommt. Mit der man gut spielen kann. So, jetzt aber Mamouche. Jawohl, jetzt kriegen wir ihn endlich mal ins Spiel rein. Nein, Sambo ist da. Huch, das ging aber schnell. Ugarte auch immer wieder einen Schritt zu spät. Ich stelle mal um aufs 4-3-2-1. Ich finde, das ist vielleicht heute ein bisschen besser. Oh, es gibt schon Wechsel bei der Hertha. Wer geht denn raus? Serdar kommt für Dardai. Entweder war er überfordert. Achtung! Oder es liegt eine Verletzung vor. Jetzt haben wir erstmal den Anschlusstreffer durch Rafiu Durusimi. Ja, setzt er sich durch gegen Nagado, der fällt da, warum auch immer, hin und dann ist das ein schöner Kopfball. Und den kann Kanisici nicht halten, ey, war der so unhaltbar? Naja, also 38. Es wird wieder spannend. 2-1 nur noch. Jetzt schauen wir mal durch die Formationsumstellung, ob wir vorne ein bisschen mehr Präsenz haben im Strafraum oder beziehungsweise auch Platz hier haben über den Flügel. Aber der Hertha macht das gut. In der Mitte lässt vorne Durusimi, aber irgendwo ist ja doch die Lücke. Jetzt vielleicht Ugarte, nee. Schaffen wir nicht. Also die zwei Chancen, die wir hatten, gut, dass wir die genutzt haben, weil ansonsten wäre es echt ein bisschen heikel geworden. Die Hertha macht das gut. Die stellt uns hier vor Probleme, auch wenn wir hier 2-1 führen. Es ist da trotzdem sehr schwer durchzukommen. Ich weiß gar nicht, wie die spielen. 4-2-3-1. So sieht es auf jeden Fall aus. Wir schaffen es nicht, dann nach Ballgewinn schnell umzuschalten, weil die Hertha wirklich hoch presst. Und uns hier, wie gesagt, vor Probleme stellt. Santana. Mamouche ist jetzt mit da, aber die findet da immer wieder einen Weg durch. Serdar. Santana, Achtung. Wir können nichts machen. Wir können einfach nur stehen und hoffen. Mit verschieben, Serdar und Gott sei Dank ist jetzt erstmal Halbzeit. Also die Hertha macht das wirklich gut. Und wir kommen halt nicht so nach Ballgewinn ins Gegenpressing oder so in Flow, wie ich mir das wünsche und erhoffe. Müssen wir mal hier wechseln. Ich guck mal, wie die Hertha spielt. Wenn die auch so spielt wie wir, dann finde ich das echt ein bisschen seltsam, dass wir da überhaupt gar keine Lösung finden. Wie spielen die? Ja, die haben dieses 4-3-3. Das, was ich in meiner Hertha-Karriere auch spiele, nur der eine Sechser hier, also im Prinzip Buchalakis würde dann auf selber Höhe sein. Ist auch eine gute Formation, mit Flügelspielern zu agieren. Haben wir denn auch eine Flügelformation? Lass mich mal gucken, ich habe die schon gar nicht mehr im Kopf. Ja, wir haben 4-2-2-2, wir haben, oder 4-4-2, können wir auch mal probieren. Wir probieren mal 4-4-2, ist dann da jeder an seiner Position, ich muss mal gucken, ja, nein. Ich habe das doch schon einmal umgetauscht. So, jetzt vielleicht mal durch ein 4-4-2, bisschen in die Breite gezogen. Irgendwie müssen wir das da hinkriegen. Das kann ja nicht so weitergehen, dass wir hier vorne wenig Lücken bekommen. Jetzt vielleicht mal durch Kaldiolu, Glover, der auch mehr am Rumstolpern ist als alles andere gerade. So, jetzt mal. Jetzt muss es schnell nach vorne gehen. Jetzt sind sie mal hinten unsortiert. Jetzt kommt der Ball leider zu spät. Aber ich kann den Spieler auch nicht wechseln. Ich meine, ich hätte ja auch einen anderen Spieler nehmen können. Und mit dem nochmal versuchen, dahin zu laufen. Rese kommt für Santana. Ja, ist auch eine gewisse Qualität, die du da noch hast. Und dann gewinnen wir auch diese Zweikämpfe. Wir müssen das gewinnen. Ugarte, Glover. Keine Chance. Die stehen uns sofort immer auf den Füßen. Keine Chance, irgendwas aufzuziehen, irgendwas aufzubauen. Oh, nur durch Fehlpässe. Boniface, jawohl. Jetzt haben wir natürlich das Glück nicht, dass wir den Ball behalten. Aber genauso muss es klappen. Scherhand gegen Kaldiolu. Da kommt Glover dazwischen, genau. Da müssen wir sie abfangen und dann muss es schnell nach vorne gehen. So, jetzt mal befreit und jetzt die Chance umzuschalten über Martin. Oh, nee, und da muss der Ball halt auch richtig gut ankommen. Es wird eine Zitterpartie. Spannender als gedacht. Ich dachte nach dem 2-0, das wird eine ganz souveräne Sache, aber haben wir uns getäuscht. Wieder Glover, jetzt vielleicht. Ja, der kommt besser, aber
auch nicht entscheidend. Also Halbzeit 2 sind wir momentan total abgemeldet. Und egal mit welcher Formation ich das hier versuche, die Hertha, die ist nach wie vor drin im Spiel. Vorne gefährlich, weil wir es nicht hinkriegen. Wir kriegen den Ball jetzt mal durch Glück wieder, aber wir kriegen es vorne nicht mal in Ruhe zu Ende gespielt. Das machen sie gut mit ihm 4-3-3. Und dann braucht natürlich am Ende auch wieder 10 Jahre, bis er da den Ball spielt. Jetzt kommt wieder alles zusammen, aufgepasst. Jetzt darf uns das Spiel nicht aus den Händen gleiten. So, nächster Versuch, mal umzuschalten. Boniface, der Ball hätte auch besser gespielt werden müssen und Mamouche kommt da auch nicht so ganz aus dem Quark. Aber die Flanke kommt. Martin! Der Kopfball an die Latte, mal wieder eine Aktion nach vorne. Aber davon muss jetzt mehr kommen. Da muss jetzt viel, viel mehr kommen. Achtung, hinten die Verteidigung ist jetzt ein bisschen offener. Amenda ist dazwischen sehr, sehr gut. Zweikampf gewonnen. Aber irgendwie hier ein vernünftiger Spielaufbau in Ruhe. Das funktioniert heute nicht. Seitenwechsel müssen wir hinkriegen, jawohl. Und mal der Versuch jetzt. Über einen Doppelpass, langer Ball, Kaldiolu vielleicht oder Martin, ja, je nachdem. Das ist heute ganz schwer. Also auch in diesem 4-4-2. Ich werde mal wieder zurückstellen auf 4-2-3-1. Das funktioniert heute nicht. Ich habe auch noch ein 4-1-4-1 zu bieten. Aber das spiele ich wirklich auch sehr selten, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Amenda, sehr souverän. Nach hinten mal ein bisschen Zeit rausnehmen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ergebnis zu verwalten. Obwohl ich mir das auch eigentlich ein bisschen anders vorgestellt habe. Aber mal gucken, vielleicht sind ja die letzten Minuten so unsere, wo der Hertha die Kraft ein bisschen ausgeht und wir dann nochmal zuschlagen. Boniface, Ugarte unten. Wir kriegen es nicht hin. Wir können halt machen, was wir wollen. Das ist heute ein etwas schwächeres Spiel, aber gerade wenn wir die Spiele gewinnen, das zeigt halt, dass wir dann halt auch da sind. Da musst du so ein Spiel halt auch mal so gewinnen, auf die Art und Weise. Nicht schön, aber erfolgreich. Ja, da kommt die Barese. Und wir haben echt Probleme mit dieser Flügelformation. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen die nicht verteidigt. Amenda, Flanke kommt. Kanesici ist nicht entscheidend da, aber Kaldiolu. Und dann auch nach vorne. Wir kriegen es nicht hin. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Mit Voice Crack noch, inklusive. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Wir sind immer einen Schritt zu spät. Wir haben noch 5 Minuten. Die Hertha muss jetzt. Kostic auf der Außen, ja. Ich weiß auch nicht, was man dann noch machen kann. Wir können auch noch mal wechseln für die letzten Minuten. Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Nochmal frische Kräfte rein. Vorne Zirkzee. Larsson im Mittelfeld. Ein Nkunku auf dem Flügel für Mamouche. Aber das ist Wahnsinn, dass hier nichts klappt. Ich kann das 4-1-4-1 auch mal versuchen. Warum nicht? Haben wir hier Ugarte. Mache ich Larsson hier hin. Ich kann es probieren. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber probieren geht über studieren. So, jetzt also sehr defensive Formation. Ich weiß gar nicht, was ich da an den Reglern eingestellt habe. So, jetzt. Nkunku auf dem Weg nach vorne. Komm, vielleicht nochmal ein Entlastungsangriff. Vorne Haraldsson, Zirkzee. Nkunku außen. Kriegt da, jawohl. Vorbei an Sambo, der natürlich auch schon platt ist. So, jetzt vielleicht mal noch ein entscheidender Angriff. Hier, Kaldiolu. Ja. Mal wieder eine Chance. Weg von unserem eigenen Tor, das ist immer gut. Zeit hier rauszuholen. Gersbeck, Achtung, was macht er? Bekommt den Ball natürlich auf seinen Mitspieler. Nagalo ist da. Und Haraldsson, und das dürfte es gewesen sein. Ball gewonnen. Nochmal eine Aktion. Nochmal eine gute Flanke vielleicht. Da ist Zirkzee. Ja, und Grätsche im Strafraum. Schade. Das wäre es natürlich nochmal gewesen. Aber im Endeffekt, unterm Strich, ist wichtig, dass wir gewonnen haben. 2-1. War nicht unser bestes Spiel. Erste Halbzeit war besser als die zweite, weil es die Hertha auch gut gemacht hat in ihrer 4-3-3-Formation. Am Ende war es dann auch ein bisschen Glück. Schade, dass Zirkzee den Fallrückzieher nicht reinmacht. Aber wir sind wieder 3 Punkte ran an die Bayern und es geht nach wie vor sehr, sehr spannend weiter. Nächster Gegner ist jetzt der 1. FC Köln. Wundert euch nicht oben links, das ist ein Grafikbug. Die Anzeige irgendwie, die hat es nicht ganz geschafft, im Spiel zu bleiben. Ja, Björn Meyer ist eigentlich auch jemand, der müsste halt auch öfter spielen. Klar, der ist auch stärker eigentlich als Filip Kostic, aber gut, dass man so einen auch nochmal auf der Bank lassen kann. So, wir sind dann weiterhin Zweiter. Wir haben dann jetzt erstmal eine Länderspielpause. Das ist ganz gut.
Da können wir uns erholen. Transferangebot für Larsen. Die fliegen jetzt auch hier nach und nach rein. Lehne ich natürlich erstmal ab. Dann geht's weiter. Dann kommt der 1. FC Köln und dann kommt da der Saison-Endspurt auch, ne? Mit unter anderem auch nochmal... Jugend-Scout-Bericht, okay. Gucken wir hier auch nochmal rein. Ganz viele Talente, die es wahrscheinlich auch nach oben schaffen würden. Jugend-Scout-Bericht. Gucken wir mal wieder rein hier. Wer was zu bieten hat. Alberto Sorrentino, 15 Jahre alt. Nee. Cristian D'Angelo und Vincenzo Guerra. Nee. Also Italien war nichts mit dabei. Gucken wir nochmal in Frankreich hier. 16 Jahre. Oh, das ist ein guter. Und zwar Antoine Masson. Spieler verpflichten. Der hat einen Wert von 1,3 Millionen. Nathan Berger. Luis Lucas. Basile Aubert. Nee. Und Axel Pelletier, den Namen habe ich auch schon ganz oft gelesen, Pelletier. So, und der letzte Scouting-Bericht aus Brasilien, dass ich da noch niemanden bekommen habe, so ein Ronaldinho-Verschnitt oder so, das wundert mich auch. Aber hier ist auch niemand mit dabei. Schade, vielleicht nächstes Mal. So, dann gucken wir kurz auf die Tabelle. Dann kommt auch unter anderem der BVB. Und wir haben 3 Punkte Rückstand. Wir haben das bessere Torverhältnis. Die Bayern spielen jetzt gegen Dortmund. Also... wir müssen Dortmund die Daumen drücken, dass sie zumindest Remis spielen. Dann werden wir auch nur noch 1 Punkt hinter den Bayern, wenn wir gewinnen. Also, wir müssen gewinnen. Das steht außer Frage. Wie sieht es unten aus? Köln braucht noch jeden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Von Platz 12 bis Platz 18 oder 17 sind es nur 6 Punkte. Es wird sehr, sehr spannend. Es sind nur noch wenig Spiele und bald kommt dann auch die Champions League. Und dann machen wir weiter gegen Köln. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.